Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Fangen wir an. Erstmal ankommen hier auf der Leinwand und ja, ein bisschen nass kann die sein. Ich habe mir hier alles Mögliche hingelegt. Hier ist schon so ein, ja, so ein Fussel. Ich habe hier meine Werkzeuge schon hingelegt. Da ist natürlich auch gleich wieder was auf die Leinwand gekommen, aber das ist auch gut so. Hier darf nämlich gleich noch was dazu. Die Blumenzwiebeln sind hier und ich habe hier noch so Erde. Die hat so eine schöne Farbe. Streuen wir alles einfach mal drauf. Und ja, könnte ich schon gleich drum matschen. Ein bisschen Wasser dazu geht's besser. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Das finde ich immer besonders spannend, wie das dann auch aussieht. Das inspiriert einfach so. Und es sind einfach auch so schöne Farbtöne. Ich habe hier auch noch so einen schönen erdigen Ton. Gieße ich einfach mal dazu. Schauen wir uns hier mal das Werkzeug jetzt an. Das macht so schöne Linien und hat so einen schönen Ausdruck. Also das mag ich total gerne. Mal ein paar Kreise ziehen hier. Aber es ist auch total schön, das einfach so zu machen, aus der Bewegung heraus, den ganzen Arm benutzen. Also gucken, was da einfach entsteht. Es hat so was Meditatives. Kann man mal die Hand benutzen und gucken, wie das dann aussieht. Dann sieht man auch gleich den Unterschied. Also es ist halt einfach auch was anderes, je nach Werkzeug. Ja, und dann kann man es einfach auch wieder wegwischen. Das ist ja das Schöne. Einfach wieder loslassen von dem, was man da schon hat auf der Leinwand. Und gucken, was jetzt wieder Neues entsteht. Und das tut auch gut. Dann muss man sich nicht festlegen und kann aber trotzdem ganz viel experimentieren und sich auch einfach mal die Hände schmutzig machen. Ja, die Tropfen sind immer magisch, finde ich. Da kann ich jetzt ja auch wieder mit arbeiten und mit Hell- und Dunkelkontrasten hier arbeiten und einfach eine neue Bildfläche schaffen. Ja, ich nehme hier noch mal ein bisschen Weiß. Das ist ein bisschen dicker jetzt. Dann kann ich hier noch ein bisschen mehr die andere Farbe mit einbinden. Ja, ist total schön, aber das Muster einfach noch ein bisschen heller. Das reicht noch nicht.
Jetzt nehme ich Grün. Ich habe nämlich ein Blau und ein Grün. Aber doch, das Grün ist schöner. Mach's dir auch immer so bequem und so einfach wie möglich. Also dreh die Leinwand so, wie du die für dich am besten nutzen kannst. Und so kann ich jetzt einfach entspannter malen, würde ich mal sagen. Hier komme ich jetzt hier unten besser ran. Aber klar, es ändert auch wieder den Blick und dann guckt man wieder anders auf die Fläche. Was aber auch wieder ein Vorteil sein kann, denke ich. Macht so Spaß, damit zu malen, weil es so tolle, unkontrollierte, kleine Linien sind, die da so rüberhopsen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen flüssigere Farbe. Jetzt habe ich hier sehr, sehr viel auf meinem Pinsel hier sozusagen. Aber egal. Ja. Einmal raufhauen, bitte. Ja, habe ich voll Lust zu. Also würde ich jetzt total gerne machen. Aber ja, ganz so frei bin ich dann hier auch nicht. Auf der nächsten anderen Fläche da hinten, den nutze ich dann zum Austoben. Aber jetzt muss ich erst mal gucken. Das finde ich gar nicht so gut. Hier wische ich mir das noch mal ein bisschen ab. Das gefällt mir jetzt nicht. Aber so ist das halt. Aber wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, hätte mich das ja auch nicht glücklich gemacht. Also ich muss es natürlich ausprobieren und jetzt male ich hier einfach ein bisschen wieder nach. So kann man ja auch gut wieder gegenarbeiten. Ich hatte gerade noch überlegt, ob ich noch weitermache und dann schien da so schön die Sonne drauf und funkelte da so. Und dann habe ich gesagt, okay,
Also Naturmaterialien, Werkzeuge kannst du immer wieder mit nutzen, wie du gesehen hast. Das sind tolle Muster, die da entstehen. Man sieht hier auch noch so schön die Leinwandstruktur durch. Das mag ich ganz gerne. Und ja, ein paar Farben mischen ist gar nicht kompliziert. Mach einfach und leg los. Also dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Wir hier so eine tolle Gemeinschaft haben. Einfach machen Gemeinschaft. Sind wir ja im Prinzip, oder? Also, hab einen ganz schönen Sonntag. Ich gucke gleich nochmal raus, hole mir gleich einen Kaffee und hinter mir funkelt nämlich schon so schön die Sonne immer. Und die Kohlmeisen haben mir die ganze Zeit gezwitschert. Wahrscheinlich haben sie sich wieder gezankt hier. Und blauer Himmel. Also, hab einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Tschüss. Ja, so wie ich heute an dem Bild gearbeitet habe, finde ich es sehr hilfreich, wenn du zum Beispiel sowas wie eine Malblockade verspürst. Denn mir ging das auch so zwischendurch, dass das Bauchgefühl mir gesagt hat, das wird heute nichts, du kannst heute nicht malen. Also wirklich so gefühlt. Und wenn das immer wieder auftaucht, dann bist du immer kurz davor, wieder aufzugeben und nicht weiterzumachen. Und genau das sollst du nicht tun. Mach einfach weiter. Denn nur über diese kleinen Schritte, das Werkzeug ausprobieren, die Textur zu erstellen mit der Erde oder dann wieder weiß drüber zu wischen, wieder was zu zerstören, eine neue Bildaufteilung zu machen. Nur über diese ganzen kleinen Schritte hilfst du dir immer Stück für Stück aktiv aus dieser Starre, also das, was dich eigentlich in diese Starre bringen will, in dieses, weiß ich auch nicht, also finde ich jetzt kein passendes Wort, aber du weißt sicher, was ich meine, wenn du das schon mal hattest. Und ich finde, einfach durch dieses Machen, durch das Experimentieren und immer nur der eine Schritt zählt. Und wenn du merkst, es nimmt Überhand, okay, dann lass stehen und denk nicht weiter drüber nach. Und dann gehen an einen anderen Tag wieder bei und mach wieder Experimente. Und darüber, finde ich, kann man sich aktiv auch helfen, da wieder rauszukommen. Also ich wünsche dir einen ganz schönen Sonntag. Das mal ganz kurz am Rande eben. Und schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Ich danke euch für diese tolle Gemeinschaft. Herzlichen Dank für eure tollen, lieben Kommentare, auch von letzter Woche. Es war so lieb und ich habe mich total gefreut. Ich habe gemerkt, auch alle Newsletter-Abonnenten haben geschrieben und ja, also hab einen schönen Sonntag. Dankeschön. Tschüss.